Aloha und herzlich willkommen zum nächsten Video, zum nächsten Schritt auf deiner wundervollen Reise hin zu dir selbst, zu deinem höchsten Potenzial, zu deiner wahren Komfortzone. Und in diesem Video wollen wir gemeinsam einen großen Schritt vorankommen, nämlich indem wir uns einmal anschauen, was da so alles auf dem Weg in deine wahre Komfortzone, zu deinem höchsten Potenzial, an hinderlichen Programmierungen und Glaubenssätzen, also an Felsbrocken sozusagen in deinem Weg äh, auftauchen kann, das dich daran hindert, wirklich dein Spiel in dieser Welt zu spielen. Und wir wollen uns anschauen, wie wir das rausfinden, wie du das rausfinden kannst, was da vielleicht dich blockiert unter Umständen und wie du damit umgehen und das natürlich beseitigen und den Weg freimachen kannst. Das alles erfährst du jetzt aus Kapitel 3 meines Buches Die Kraft deiner Komfortzone und warum es jetzt Zeit ist, sie endlich zu betreten, das ich jetzt hier mit dir teilen möchte. Viel Spaß dabei. Kapitel 3. Der erste Schritt. Leere deinen Trash-Ordner. Wenn du bis hierher gelesen hast, Glückwunsch! Du hast im Grunde schon all die Basics kennengelernt, die du brauchst, um wirklich dein Leben zu leben und endlich deine wahre Komfortzone zu betreten. Nachdem du also sozusagen den Eingang zum Vergnügungspark deines besten Lebens nun gefunden und dich im Eingangsbereich ein wenig umgesehen hast, möchte ich dich jetzt einladen, mit mir Stück für Stück deinen Park zu erkunden. Doch bevor wir das tun können, müssen wir vermutlich ein wenig Gerümpel aus dem Weg räumen, das uns die freie Sicht auf all die Wunder und Attraktionen deines großartigen Daseins versperren könnte. Damit meine ich, der erste und grundlegende Schritt, um deine wahre Komfortzone zu betreten, ist zunächst einmal sicherzustellen, dass es wirklich deine Komfortzone ist, die du da betrittst, und nicht die von irgendjemand anderem oder auch einer Gemeinschaft von anderen. Zugegeben, die Gefahr, sich da zu irren, scheint im Grunde lächerlich gering, wenn, wenn man weiß, wie sich die eigene Komfortzone tatsächlich anfühlt. Um das zu wissen, muss man aber zumindest schon einmal dort gewesen sein. Und ich verrate dir jetzt ein erschütterndes Geheimnis. Viele Menschen waren noch gar nie wirklich in ihrer wahren Komfortzone und wissen gar nicht so richtig, wie es dort eigentlich ist. Ja, heftige Sache. Wenn du auch das Gefühl hast, einer dieser Menschen zu sein, dann empfehle ich dir als ersten Schritt Folgendes. Beseitige bitte zunächst all den Müll, der deine Festplatte zukleistert, dich und dein Betriebssystem schwerfällig macht und verhindert, dass du dich überhaupt erst auf den Weg zu deinem wahren Sein, deinem höchsten jubelnden Selbst, deiner wahren Komfortzone machen kannst. Was bedeutet das konkret? Nun, dazu ist es notwendig, dich zunächst einmal von allen Ansichten, Vorstellungen und Erwartungen frei zu machen, die von außerhalb von dir in dein Leben gekommen sind und dir nicht dienen. Denn ich verrate dir hiermit gerne die nächste aufrüttelnde Neuigkeit. Niemand, ich wiederhole, niemand wird jemals exakt so gut wissen, was stimmig und richtig für dich ist, wie du selbst. Und deshalb darfst du ab sofort anfangen, absolut niemandem größeres Vertrauen zu schenken als dir selbst und deiner inneren Weisheit. Oder um es mit den Worten des bekannten Entertainers Habe Kerkeling zu sagen: Das eigene Herz betrügt einen nicht. Im Kopf dagegen ist so viel Zeug drin, das nicht von dir selber ist, das dir mal irgendjemand eingepflanzt hat, dass der Kopf dazu neigt, dir Müll zu erzählen. Besser hätte ich es nicht ausdrücken können. Und deshalb ist es wichtig, dass wir diesen Müll schnellstmöglich entsorgen und beseitigen, damit er dich nicht länger von deiner Komfortzone abhalten kann, zu der dir dein Herz den Weg ständig zu zeigen versucht. Eine erste wichtige Maßnahme, die ich dir in diesem Zusammenhang empfehlen möchte, ist daher, ab sofort alles, was von außen an Informationen zu dir gelangt, erstmal wie an einer innerlichen Kontrollstation zu stoppen und gründlich zu überprüfen. Ganz egal, wie vertrauenswürdig die Quelle zu sein scheint, frage dich bei allem: Was sagt meine Herzensweisheit zu diesem Thema? Dient mir das, was da gerade von außen an mich herangetragen wird? Und dient es meinem Dasein in meiner wahren Komfortzone als derjenige, diejenige, der, die ich wirklich bin?
Besonders in Zeiten von Social Media und einer ständig auf uns niederprasselnden Informationsflut ist das Etablieren und achtsame Aufrechterhalten einer solchen inneren Kontrollstation nicht nur hilfreich, sondern absolut notwendig, wenn du das Leben führen möchtest, das wirklich deines ist. Das bedeutet nicht, dass du auf dem Weg in deine wahre Komfortzone nicht auch Inspiration und Impulse von außen dankbar aufnehmen darfst. Diese können durchaus sehr hilfreich sein, aber eben nur, sofern sie sich gut anfühlen und dir ein Gefühl von Bestätigung und Vorwärtskommen auf deinem Weg geben können. Nur dann. Tun sie das nicht und schränken dich vielleicht sogar eher ein oder fühlen sich jedenfalls nicht stimmig an, dann lehne dankend ab. Werde hier wirklich radikal, denn du bist keineswegs angewiesen auf Inspiration von außen. Dies zu verstehen ist entscheidend. Dein wahres göttliches Selbst kennt den Weg in deine Komfortzone ganz genau und weiß auch dafür zu sorgen, dass du ihn gehen kannst. In Kapitel 9 werden wir auf das Thema äußere Einflüsse und wie du damit umgehen kannst, noch ausführlicher zu sprechen kommen. Im Kontext dieses Kapitels, in dem es ja darum geht, deinen Trash-Ordner zu leeren, müssen wir uns nun aber einem zweiten sehr wichtigen Bereich zuwenden, in dem du ab sofort deine innere Kontrollstation ebenfalls für dich arbeiten lassen solltest. Denn die gleiche Achtsamkeit wie bei Informationen von außen gilt es auch bei allem anzuwenden, was in deinem Inneren, in deinen Gedanken und inneren Dialogen so vor sich geht. Nicht nur von außen, sondern auch von dir selbst kann nämlich viel Schutt über dir aufgehäuft werden, der dich auf dem Weg in deine wahre Komfortzone unter Umständen behindern kann. Richte den erhellenden Röntgenstrahl deiner inneren Kontrollstation also auch auf dich selbst und beobachte ab sofort regelmäßig aufmerksam deine Gedanken und inneren Dialoge. Frage dich dazu beispielsweise immer wieder, dient mir dieser Gedanke eigentlich, den ich da gerade denke? Dient es meinem Dasein in meiner wahren Komfortzone als derjenige, diejenige, der, die ich wirklich bin, wenn ich meine inneren Dialoge so fortführe wie bisher? Manche der begrenzenden Spielregeln, die dich auf dem Weg in deine Komfortzone behindern, könntest du nämlich nicht einfach nur von außen als Meinung übernommen, sondern sozusagen als hauseigenes Programm selbst kreiert haben. Beispielsweise aufgrund traumatischer Erlebnisse. Diese Erlebnisse müssen aus Sicht deines heutigen Selbst gar nicht unbedingt dramatisch gewesen sein, haben aber damals, als sie auftraten, ausgereicht, um hinderliche Glaubenssätze in dir zu programmieren, die dich bis heute einschränken und unerkannt einfach immer weiterwirken. Oftmals ist die Ursache für solche Programme in der Kindheit zu finden, wo unser Bewusstsein noch nicht so weit ausgeprägt ist, dass es Erlebnisse richtig einordnen kann. Es gilt, sich dessen nun als Erwachsener bewusst zu werden, denn Bewusstsein schafft Befreiung. Lass mich dir hierfür ein Beispiel geben. Im Kleinkindalter hast du im Vorgarten deines Elternhauses gespielt, während deine Mutter in der Küche zugange war und von dort aus zwar ein Auge auf dich hatte, aber nicht in deiner unmittelbaren Nähe war. Nun kam der Nachbarshund fröhlich angelaufen und beschnupperte dich neugierig. Der Hund war dabei vollkommen freundlich und wollte nur Hallo sagen, legte dabei aber eine gewisse für Hunde oft typische Tollpatschigkeit an den Tag und stieß dich deshalb aus Versehen um. Dein kindliches Bewusstsein kann dieses Ereignis nun überhaupt nicht einordnen, sondern bemerkt nur, dass ein Tier sich dir stürmisch genähert und dich umgestoßen, angegriffen hat und deine Mutter nicht in deiner Nähe ist. Die Folge? Du bekommst Angst, fühlst dich hilflos und fängst an zu weinen, und schwupps hat dein Unterbewusstsein ab sofort eine Spielregel gespeichert, die besagt, dass Hunde gefährlich sind. Und das, obwohl du im Grunde niemals negative Erfahrungen mit Hunden gemacht hast. Das Programm ist dennoch da und wird möglicherweise für dein ganzes restliches Leben auf dich einwirken, solange bis du es umprogrammierst. Denn genau wie jede andere Spielregel kannst du auch solche unbewussten Programme natürlich jederzeit ändern. Unter Umständen benötigt eine Spielregel, die auf die oben erläuterte Art und Weise entstanden ist, zwar vielleicht ein wenig mehr deiner Aufmerksamkeit, um sie zu verändern, schon allein deshalb, weil du dir ihrer überhaupt erstmal bewusst werden musst. Sie ist aber dennoch nicht mehr als eben genau das, eine Spielregel, für die gilt, du selbst hast sie aufgestellt, sie hat einen Ursprung, einen Zeitpunkt, an dem und einen Grund, aus dem sie aufgestellt wurde.
und sie ist veränderbar. Diesen Ursprung zu finden und dann zu harmonisieren, ist meistens eine weit weniger aufwendige Angelegenheit, als du vielleicht fürchtest. Und es lohnt sich in jedem Fall. Du kannst dich dabei auch von einem Coach oder Heiler unterstützen lassen, falls du merkst, dass du alleine nicht weiterkommst. Für den Anfang, wenn du noch nicht so viel Erfahrung mit deiner inneren Welt hast und bei besonders hartnäckigen Spielregeln, ist dies möglicherweise empfehlenswert. Aber du kannst dieses Abenteuer natürlich auch ganz für dich allein in Angriff nehmen. Das kannst nur du selbst entscheiden. In Kapitel 6 wirst du noch mehr zum Thema innere Arbeit und Reisen in deine Innenwelt erfahren. Um auf dem Weg deiner Schuttbeseitigung direkt voranzukommen, lade ich dich nun dazu ein, gleich mit ein wenig innerer Forschungsarbeit zu beginnen. Setze dich einmal hin und erforsche aufmerksam deine Innenwelt, mit besonderem Fokus auf alles, was dort aktuell einschränkend und blockierend ist. Als Einstieg dazu könntest du dir einmal folgende Statements auf einen Zettel schreiben und sie vervollständigen. Schreibe jeweils das auf, was dir als erstes zum jeweiligen Statement in den Sinn kommt und sei dabei ganz ehrlich zu dir selbst. Ich denke, ich bin. Punkt, Punkt, Punkt. Ich denke, die Welt ist. Punkt, Punkt, Punkt. Ich denke, meine Fähigkeit, Liebe und Freude zu erfahren, ist. Punkt, Punkt, Punkt. Ich denke, ich muss. Punkt, Punkt, Punkt. Ich denke, Glück ist. Punkt, Punkt, Punkt. Ich denke, meine Gesundheit ist. Punkt, Punkt, Punkt. Ich denke, Geld ist. Punkt, Punkt, Punkt. Ich denke, Wohlgefühl und Komfort sind. Punkt, Punkt, Punkt. Ich denke, Leichtigkeit ist. Punkt, Punkt, Punkt. Ich denke. Punkt, Punkt, Punkt. Lass dir hier ganz intuitiv und von selbst noch weitere Statements in den Sinn kommen, die dir aufzeigen, wie du denkst und was du glaubst. Wenn du alles aufgeschrieben hast, lies es dir nochmal durch mit dem Blickwinkel eines Beobachters von außen. Voilà, dies ist dein aktuelles Betriebssystem, deine aktuelle Wahrheit. Sie zeigt dir, warum deine Wirklichkeit gerade so ist, wie sie ist. Und sie macht dir deutlich, was dich unter Umständen noch davon abhält, deine wahre Komfortzone zu betreten oder vollständig in ihr zu leben. Änderst du diejenigen der in dieser Übung gefundenen Spielregeln für dich, die sich begrenzend und nicht förderlich für dein Wohlbefinden anfühlen, so wird sich entsprechend auch deine Wirklichkeit verändern. Und der Weg in deine Komfortzone wird immer freier und zugänglicher werden. Viele der in dieser Übung gefundenen Begrenzungen und Glaubenssätze werden dir, wie gesagt, vermutlich einfach von außen übergestülpt worden sein, in der Zeit, als du noch nicht die oben empfohlene innere Kontrollstation in deiner Welt installiert hattest. Und manche mögen, wie beschrieben, aufgrund von vielleicht sogar völlig harmlosen, aber aus Kindersicht eben traumatischen Erlebnissen in deiner Kindheit von dir selbst unbewusst programmiert worden sein. Aber bei beiden Arten ist es wichtig, sich bewusst zu machen, dass sie eben tatsächlich nicht mehr sind als willkürlich festgelegte Spielregeln, Glaubenssätze, die jederzeit veränderbar sind. Denn die Welt ist immer exakt das, wofür du sie hältst. In einem grenzenlosen Universum gibt es grenzenlose Möglichkeiten zu spielen und du entscheidest, welches Spiel du nach welchen Regeln spielen möchtest. Problematisch wird es allerdings, wenn du versuchst, Fußball nach Tennisregeln zu spielen, wenn du also Spielregeln anwendest, die nicht deine eigenen sind und oder nicht dem Spiel dienen, das du eigentlich wirklich spielen möchtest. Logisch, oder? Erinnere dich also in all deinem Denken, Fühlen und Handeln zwischendurch immer wieder daran, welches Spiel du hier eigentlich gerade spielst und welche Regeln du dafür anwendest. Ist es das Spiel, das du wirklich spielen möchtest? Eines, das dich in deiner wahren Komfortzone sein lässt oder dich auf dem Weg dorthin unterstützt? Oder ist es das Spiel eines anderen oder einer Gruppe von anderen, das dir eigentlich gar nicht dient und das du eigentlich schon längst nicht mehr mitspielen wolltest? Wie du darüber, was deine Komfortzone wirklich ausmacht, noch mehr Klarheit erhältst,
werden wir uns in den folgenden Kapiteln genauer ansehen. Für den Moment ist es erst einmal wichtig, dass du dir angewöhnst, dir immer wieder achtsam bewusst zu werden, nach welchen Regeln du gerade welches Spiel spielst. Und wenn du bemerkst, dass du gerade versuchst, nach Fußballregeln Tennis zu spielen, dann ändere die Spielregeln, die du anwendest oder das Spiel, das du spielst. Verändere deine Grenzen und sei achtsam, welchen Glaubenssätzen und Schuttbrocken du gerade erlaubst, die bestimmenden Lenker deines Lebens zu sein. Kurz gesagt, wenn du glaubst, es gibt Grenzen für das Level an Freude, Glück, Liebe, Gesundheit, Reichtum und so weiter, das du erfahren kannst, wenn du glaubst, man müsse dieses oder jenes tun oder sein, um ein erfolgreiches Leben zu führen, und wenn du glaubst, es sei dir deshalb oder aus welchen Gründen auch immer nicht möglich, in deiner wahren Komfortzone zu leben, dann wird es so sein. So lange, bis du die Regeln änderst. Die in der Übung weiter oben gefundenen Statements geben dir erste Anhaltspunkte dafür, welche Regeln du möglicherweise ändern möchtest. Auf diese Weise wirst du Stück für Stück deinen Trash-Ordner leeren und so immer leichter und schneller vorankommen, auf dem Weg in dein bestes Leben, deine wahre Komfortzone. Aus meiner persönlichen Erfahrung kann ich dir sagen, dass all dies eine sehr spannende Abenteuerreise der Befreiung zu dir selbst ist, in deren Verlauf du immer neue Ebenen entdecken und voller Staunen feststellen wirst: Wow, ich darf mir und meiner Herzensweisheit ja noch mehr vertrauen. Ich darf auch und sogar in diesem oder jenem Bereich noch mehr die Begrenzungen und Vorstellungen loslassen, die sich da im Wortsinne vor mich und mein wahres Sein in meiner wahren Komfortzone gestellt haben. Es ist jedes Mal wieder ein großes Aha-Erlebnis und ich möchte dich dazu ermutigen, diese innere Forschungsarbeit immer weiter zu betreiben. Es lohnt sich. Dabei macht es, wie gesagt, keinen Unterschied, von woher die Spielregeln, Begrenzungen und Glaubenssätze, auf die du bei deinen inneren Forschungsreisen stoßen wirst, zu dir gekommen sind. Wichtig ist nur, dass du dir ihrer im Hier und Jetzt bewusst wirst. Denn genauso wie du viele dieser Wahrheiten einfach so angenommen hast, kannst du nun auch beschließen, sie ab sofort schlicht und einfach nicht mehr zu den deinen zu machen. Dazu brauchst du sie im Grunde nur ganz bewusst und mit kraftvoller Absicht aus deiner Welt zu verabschieden und im Anschluss mit dem Gegenteil zu ersetzen. Ein Beispiel. Nehmen wir an, du hättest in der obigen Forschungsübung das Statement „Ich denke, Leichtigkeit ist ergänzt mit ein seltenes Gut in dieser Welt. Dies kann nun beispielsweise einfach daran liegen, dass dir von den Medien, auf Social Media oder von anderen Menschen andauernd eingeredet wird, dass die Welt ja ein so schrecklicher, düsterer Ort und das Leben hart und beschwerlich sei. Dies ist aber natürlich nichts anderes als eine Sichtweise, eine willkürlich aufgestellte Spielregel. Und du kannst dich jetzt ganz bewusst dafür entscheiden, dass es ab sofort nicht mehr die deine ist. Wenn du magst, stelle dir dazu wirklich vor, wie du diesen Glaubenssatz und alles, was damit verbunden ist, in eine Kiste packst, die Tür zu deiner Welt öffnest, die Kiste kraftvoll hinauswirfst und die Tür dann wieder fest verschließt. Danach setze dich hin, genieße einen Moment die neu gewonnene Klarheit und Frische und überlege dir dann die neue Spielregel, die ab sofort die deine sein darf. In unserem Beispiel von oben könnte diese dann etwa lauten: Leichtigkeit ist ein Grundprinzip des Universums und mein Naturzustand. Regelmäßige Wiederholung dieses neuen Statements, auch Affirmation genannt, ist ab jetzt wichtig und hilfreich, da du dadurch die neue Spielregel und die damit verbundenen Verknüpfungen in deinem Gehirn immer mehr stärkst, während die alte nach und nach verschwindet. Um sowohl deinen Verstand als auch dein inneres Kind und dein Unterbewusstsein mit ins Boot zu holen, ist es zudem hilfreich, dir vorzustellen, wie dein Leben aussehen wird, wenn du von nun an nach dieser neuen Spielregel spielst, anstatt nach der alten. Nimm dir Zeit dafür, die entsprechenden Gefühle und inneren Bilder deutlich in dir aufsteigen zu lassen und diese ausführlich zu genießen. Je öfter und achtsamer du diese Schritte durchführst, desto mehr Schutt wirst du beseitigen und desto freier und wundervoller wird der Weg in deine Komfortzone werden. Welche Methode du auch wählst, um deine blockierenden Glaubenssätze und Überzeugungen loszulassen, zu verändern.
Wichtig ist, dass du dir stets bewusst machst, dass all diese hinderlichen Schuttbrocken auf deinem Weg lediglich Spielregeln sind, die entweder von dir selbst oder von jemand anderem aufgestellt wurden, und dass du sie jetzt und jederzeit verändern kannst. Es gibt nämlich nichts, das dich auf dem Weg in deine Komfortzone aufhalten könnte, denn diese ist deine wahre Natur und in ihr zu leben deine natürliche Entwicklung. Als sehr hilfreiche und kraftvolle Werkzeuge für deine innere Befreiung auf dem Weg in deine wahre Komfortzone möchte ich dir nun noch einige Übungen mit auf den Weg geben. Den Anfang macht eine geführte innere Reise, die du als umfassende energetische Grundreinigung für dich durchführen und genießen kannst. Eine von mir eingesprochene Audiodatei mit dieser inneren Reise findest du auf meiner Website unter christoph-hetznecker.com/audios zum Anhören oder hier auf YouTube. Ich verlinke dir den Link dazu in der Videobeschreibung. Wenn du magst, gehe also jetzt zu dem YouTube-Video mit der inneren Reise zum Wasserfall der Reinigung, erlebe sie und kehre dann zurück hierher zu diesem Video oder höre erst den Rest von Kapitel 3 hier in diesem Video und führe die innere Reise hinterher durch, ganz wie du magst. Zum Abschluss dieses Kapitels möchte ich dir noch zwei weitere hilfreiche Werkzeuge zur Verfügung stellen, mit denen du im Alltag zwischendurch die Wirkung der in der inneren Reise erfolgten Grundreinigung erneuern und aufrechterhalten und dich immer wieder an die tatsächliche Grenzenlosigkeit deines Spielfeldes und die Essenz deines wahren Seins erinnern kannst. Übung 1: Barrieren senken und ausdehnen. Dies ist ein kraftvolles Werkzeug, mit dem du dich in 3 Schritten einfach und schnell an deine eigene Grenzenlosigkeit erinnerst. Erstens: Schließe zunächst deine Augen, nimm einen tiefen Atemzug und lasse ein einfaches Bild vor deinem geistigen Auge erscheinen, welches all das repräsentiert, was dich begrenzt und dich von deinem eigentlichen grenzenlosen Sein abhält. Es repräsentiert alles, was du vor bzw. zwischen dich und deine Grenzenlosigkeit, zwischen dich und deine Komfortzone gestellt hast. Eine solche innerliche Repräsentation könnte sich beispielsweise als dicke Vorhänge, Backsteinmauern, eine Art Schleier oder irgendeine andere Art von Barriere oder Begrenzung vor deinem inneren Auge zeigen. Lass dein individuelles Bild davon einfach zu dir kommen. Was als erstes erscheint, ist richtig. Zweitens: Im nächsten Schritt entscheide dich nun dafür, diese Barriere jetzt so weit und tief wie nur möglich zu senken. Stelle dir diesen Vorgang ganz bildlich und deutlich vor. Ich selbst sehe beispielsweise immer dicke graue Samtvorhänge, die ich dann elegant und mit Getöse zu Boden fallen lasse, so tief es gerade geht. Nimm diesen Vorgang mit allen Sinnen wahr und genieße dann die freie Sicht, die er geschaffen hat. Drittens: Dehne dich nun in alle Richtungen in den neu geöffneten Raum hinein aus. Spüre die Grenzenlosigkeit des göttlichen, multidimensionalen Wesens, das du in Wahrheit bist. Genieße die Ausdehnung in deinem wahren Sein, solange du möchtest. Diese Übung ist sehr hilfreich, um die Spielregeln und Grenzen deiner Welt zwischendurch blitzschnell zu verändern. Ich empfehle dir, sie immer durchzuführen, wenn du bemerkst, dass du dich gerade selbst begrenzt oder begrenzen lässt. Ebenso beispielsweise vor wichtigen Entscheidungen, die mit dem Weg in deine wahre Komfortzone zu tun haben, oder generell in allen Situationen, in denen du lieber aus deinem wahren Sein heraus agieren möchtest, als nur aus der begrenzten und begrenzenden Sichtweise deines konditionierten Verstandes. Übung 2: Die eigene Energie zurückholen. Dies ist eine weitere kleine Übung für zwischendurch, mit der du schnell in deine Essenz und Klarheit zurückkehren kannst. Wie wir gesehen haben, gibt es da draußen ganz schön viel Zeug, das uns tagtäglich von uns selbst ablenken und die Weisheit unseres Herzens leicht verwässern kann. Hast du die innere Forschungsarbeit und die energetische Grundreinigung aus diesem Kapitel bereits durchgeführt und erhältst deine innerliche Kontrollstation achtsam aufrecht, dann dürfte dies zwar immer seltener der Fall sein und dich immer weniger beeinflussen, sollte sich aber doch einmal ein Anflug von Schutt in dein System gemogelt haben,
So reicht es dann meistens aus, einfach schnell deine eigene Energie zu dir zurückzuholen. Mit der folgenden Übung. Erstens, schließe deine Augen und nimm einen tiefen Atemzug. Dann führe eine kurze Reinigung durch, beispielsweise indem du einfach eine der Farbfrequenzen aus dem Wasserfall der Reinigung über dich laufen lässt. Du kannst dir auch, wie ich es oft und gerne tue, eine violette Flamme vorstellen, die dein ganzes System umlodert und alles wegnimmt, was nicht zu dir gehört. Zweitens, genieße für einen Moment das Gefühl der Reinigung und dann stelle dir Magnete überall an deinem Körper oder in deinem Energiefeld vor. Es sind ganz besondere, sehr starke Magnete und sie sind eingestellt auf deine ureigene Frequenz. Stelle dir nun vor, wie die Magnete mit jedem bewussten Atemzug deine Energie, deine Essenz und das, was wirklich zu dir gehört, von überall her, wo du es vielleicht verstreut hast, wieder zu dir zurückholen. Genieße diesen Prozess und spüre, wie du mit jedem Atemzug immer vollständiger wirst. Dann öffne die Augen und freue dich über dein wiedergewonnenes Du selbst Sein. Herzlichen Glückwunsch! Nachdem du nun reinen Tisch gemacht und den Raum geschaffen hast, um wirklich endlich deine Komfortzone zu betreten, können wir uns als nächstes direkt dorthin wenden und uns genauer ansehen, worin die große Kraft deines Wohlbefindens eigentlich besteht. Lass uns im nächsten Kapitel also zum Kern vordringen und uns fragen, warum es eigentlich so viel mehr Sinn macht, ein Leben in unserer wahren Komfortzone zu führen, als außerhalb. Und welche Prinzipien und Gesetzmäßigkeiten in Gang gesetzt werden, wenn wir dies tun. Ja, das war Kapitel 3 meines Buches Die Kraft deiner Komfortzone und warum es jetzt Zeit ist, sie endlich zu betreten. Erhältlich auf Amazon als E-Book und Taschenbuch. Und ich hoffe, du hast in diesem Kapitel jetzt einige Aha-Momente gehabt und Hinweise darauf erhalten, welche Blockaden, welche hinderlichen Schuttbrocken, die dir nicht mehr dienlich sind, du jetzt entfernen darfst aus deinem Leben und beseitigen darfst. Wenn dir das Video gefallen hat, lass gern ein Like da und um keinen Schritt auf deiner wundervollen Reise mehr zu verpassen, abonniere den Kanal. Dadurch erhältst du automatisch Benachrichtigungen, wenn ich ein neues Video hochlade. Und genau darauf freue ich mich nämlich. Im nächsten Video schauen wir uns Kapitel 4 meines Buches an. Und in Kapitel 4 geht es endlich los. Wir schauen uns an, worin liegt die große Kraft deiner wahren Komfortzone. Und glaube mir, du wirst feststellen, dass du mit dieser Kraft in deinem Leben Wunder bewirken kannst. Wie das geht und warum das so ist, darum geht es in Kapitel 4 und im nächsten Video. Bis wir uns wiedersehen, wünsche ich dir eine Zeit voller Wunder, voller Wohlgefühl, voller Freude. Alles Liebe.